Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ellie Handmade. Heute in diesem Video wollen wir zusammen so eine Tasche häkeln. Ich gebe euch die Masse. Die Tasche ist von den Boden bis zu Anfang da, wo die Henkel sind, 20 cm hoch. Mit den Henkel ist sie dann 43 cm hoch und der Boden hat die Breite von 19,5 cm und an den Seiten ist sie genauso breit wie der Boden. Die Tasche habe ich gehäkelt aus türkischer Polyesterschnur, habe 2 Farben benötigt, also in so einem Knoll sind 100 Meter. Das ist ein Knoll, die ich hier an den Seiten verwendet habe. Habe ungefähr weniger als die Hälfte davon verwendet und von der Hauptfarbe habe ich 3 solchen Knäule genommen und das ist ja alles von dem dritten Knoll geblieben. Und so sieht dann diese Polyester aus. Hier steht leider aber keine Farbnummer. Dann habe ich Schere genommen. Die Tasche habe ich mit der Häkelnadel 3,5 gehäkelt. Feuerzeug, weil das Polyesterschnur ist, eine Wollnadel und ein paar Maschenmarkierer habe ich auch benutzt. Wir beginnen jetzt mit der Luftmaschenkette und bevor wir damit anfangen, machen wir das Endstück mit dem Feuerzeug fest, dass das Endstück nicht auseinander ribbelt. Und dann machen wir 37 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass man 37 Luftmaschen hat. Ich habe jetzt 37 Luftmaschen gemacht. Während der Arbeit auf der Rückseite sind diese Schlingen entstanden. Unter jede dieser Schlinge häkeln wir ein Stäbchen. So, wir markieren jetzt aber ein Stäbchen da, wo wir eine Verdopplung machen. Und zwar, das ist die erste Schlinge und die zweite Schlinge von der Häkelnadel aus markieren wir mit dem Maschenmarkierer. Diese Stelle wird dann verdoppelt. Wir machen jetzt die erste Reihe, machen noch 2 Luftmaschen dazu und mit der ersten Reihe anzufangen. Und da, wo der Maschenmarkierer ist, häkeln wir 2 Stäbchen in die Stelle. Also Maschenmarkierer brauchen wir nicht. Und dann unter jede diese Schlinge häkeln wir ein Stäbchen bis Ende der Reihe. Und am Ende lassen wir 2 Luftmaschen aus. Ich bin jetzt bis zu den letzten 2 Maschen angekommen. Und bei mir bis diese Stelle sind 36 Stäbchen. Dann mache ich eine Verdopplung bei der vorletzten Luftmasche. Und bei der letzten Luftmasche mache ich ein Stäbchen. Insgesamt sind jetzt in dieser Reihe 39 Stäbchen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2, machen 3 Luftmaschen
wenden die Arbeit und beginnen gleich bei der ersten Öffnung Verdopplung rauszuhäkeln, also 2 Stäbchen in eine Einstichstelle. Dann häkeln wir jeweils ein Stäbchen bis zu Ende und lassen dann die letzten 2 Maschen aus. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, habe jetzt noch die letzten 2 Maschen und die vorletzte Masche wird verdoppelt. Und in die letzte Masche häkle ich nur ein Stäbchen. In dieser Reihe, Reihe Nummer 2, sind jetzt 41 Maschen. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 3, machen wieder 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und verdoppeln wieder die erste Masche, also häkeln in die gleiche Einstichstelle 2 Stäbchen. Dann häkeln wir weiter jeweils ein Stäbchen in die Einstichstelle bis Ende dieser Reihe, und am Ende dieser Reihe lassen wir wieder 2 Maschen aus. Am Ende der Reihe angekommen, in die vorletzte Masche häkeln wir eine Verdopplung, also 2 Stäbchen in eine Einstichstelle, und bei der letzten Masche häkeln wir ein Stäbchen. Am Ende dieser dritten Reihe haben wir insgesamt 43 Stäbchen. Beginnen mit der Reihe Nummer 4 und ab der Reihe Nummer 4 machen wir keinen Zunahmen mehr. Reihe Nummer 4 beginnt wieder mit 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und in die erste Stelle häkeln wir dann nur ein Stäbchen. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe, dass wir hier auch 43 Stäbchen haben. Am Ende der 4. Reihe angekommen, fehlen mir noch 2 Stäbchen. Hier am Ende mache ich jetzt auch keine Zunahmen. Sind jetzt insgesamt 43 Stäbchen. Mach wieder 3 Luftmaschen, wende die Arbeit und beginne dann die Reihe Nummer 5 an. Und in eine Masche häkle ich dann ein Stäbchen. Und so mache ich es weiter, dass ich 12 Reihen ohne Zunahme häkle, also ab der 4. Reihe bis zu der 12. Reihe häkle ich keine Zunahmen. Ich habe jetzt meine 15 Reihen fertig gehäkelt und wir beginnen jetzt Taschenhenkel rauszuhäkeln. Ich habe schon 2 Maschenmarkierer aufgesetzt, und zwar von einer Seite habe ich 17 Maschen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Die 17. habe ich markiert, von der anderen Seite genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. habe ich markiert und zwischen den Markierern sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen. Wenn wir das zusammenzählen, haben wir insgesamt 42 Maschen, aber am Anfang machen wir noch die ersten 3 Luftmaschen und in die erste Öffnung häkeln wir, oder bis jetzt haben wir immer ein Stäbchen gehäkelt, dass hier auch keine große Öffnung entsteht zwischen den Stäbchen.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich gemeint habe, und ja, ich denke mal, ist das eigentlich auch logisch. Wir beginnen jetzt beide Seiten gleichzeitig rauszuhäkeln, und zwar wir brauchen noch einen zweiten Faden dazu. Legen wir mal zur Seite erstmal und beginnen Henkel rauszuhäkeln, und die Seiten werden gerade gehäkelt und Innenseiten oder bei den Innenseiten werden wir Abnahmen machen. Okay, wir beginnen dann bei der ersten Reihe an, machen 3 Luftmaschen und dann häkeln wir 15 Stäbchen. Ich habe jetzt 15 Stäbchen gehäkelt, mir bleiben noch 3 Stäbchen und die häkle ich zusammen. Ein Stäbchen nicht zu Ende häkeln, zweiten und den dritten, und die 3 Stäbchen maschen wir ab. Wir haben 4 Faden auf der Häkelnadel und häkeln wir die zusammen. Dann Faden rausholen und beginnen gleich mit der linken Seite. Wir nehmen jetzt zweiten Faden und machen dann uns eine Luftmasche. Da, wo der Maschenmarkierer ist, stechen wir mit der Häkelnadel rein, holen uns diese Luftmasche nach vorne und machen dann 3 Luftmaschen. Auf diese Seite müssen wir auch 3 Maschen abnehmen, also 3 Stäbchen. Eine haben wir schon gemacht, das sind die Luftmaschen. Beginnen bei den zweiten an, nicht zu Ende häkeln und noch ein, nicht zu Ende häkeln. Jetzt haben wir 3 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Und dann häkeln wir 14 Stäbchen bis zu Ende. Wir machen wieder 3 Luftmaschen, die Arbeit wenden, beginnen mit der Reihe Nummer 2 und häkeln dann 14 Stäbchen. Also erster Stäbchen sind die Luftmaschen, beginnen mit der zweiten Stäbchen an. 2, 3, 4, dass wir insgesamt auf dieser Seite erst 14 Stäbchen haben. Am Ende angekommen, mir bleiben noch 2 Maschen und die häkeln wir zusammen. Also machen die nächste Abnahme. Und jetzt 3 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir dann zusammen. Faden rausziehen und beginnen dann mit der anderen Seite. Machen dann auch 3 Luftmaschen. Die erste und die zweite Öffnung häkeln wir Abnahmen und die Abnahme beginnt gleich hier bei der ersten Öffnung. 1 und 2. 3 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. So sieht es aus. Und dann häkeln wir bis zu Ende 13 Stäbchen. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 3, machen 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und häkeln insgesamt 12 Stäbchen. Jetzt muss ich 3 Stäbchen abmaschen
1, 2, 3, 4 Faden auf der Häkelnadel und die häkle ich zusammen. Eine Seite ist jetzt fertig. Wir beginnen mit der anderen Seite gleich an. Machen 3 Luftmaschen, die ersetzen uns ein Stäbchen. Dann machen wir gleich Abnahme. Ein Stäbchen und der zweite Stäbchen. Jetzt haben wir 3 Stäbchen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Und dann bis zu Ende häkeln wir 12 Stäbchen. Reihe Nummer 4 beginnt mit 3 Luftmaschen, Arbeit wenden und wir häkeln 11 Stäbchen. Die letzten 3 Stäbchen werden wir abmaschen. Vier Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Gehen auf die andere Seite. Hier beginnen wir auch mit 3 Luftmaschen an. Diese 3 Luftmaschen ersetzen uns ein Stäbchen und hier häkeln wir dann noch 2 Stäbchen dazu, haben 3 Faden auf die Häkelnadel und häkeln wir die zusammen. Und bis zu Ende häkeln wir dann 10 Stäbchen. Reihe Nummer 5 beginnt wieder mit 3 Luftmaschen, Arbeit wenden und dann häkeln wir 9 Stäbchen. Am Ende machen wir wieder 3 Stäbchen abmaschen. 4 Faden auf die Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Gehen auf die andere Seite, beginnen wir auch mit 3 Luftmaschen an. Das ist unser erstes Stäbchen. Hier müssen wir auch 3 Stäbchen abmaschen. Haben 3 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Und dann bis zu Ende häkeln wir 9 Stäbchen. Reihe Nummer 6 beginnt mit 3 Luftmaschen, Arbeit wenden und dann häkeln wir noch 7 Stäbchen. Dazu, dass wir insgesamt auf 8 Stäbchen kommen. Die letzten 3 Stäbchen werden wir dann abmaschen. Vier Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Jetzt machen wir die andere Seite, beginnen auch hier mit 3 Luftmaschen an. Und häkeln dann noch 2 Stäbchen dazu, 3 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Und dann bis zu Ende häkeln wir 7 Stäbchen. Reihe Nummer 7, 3 Luftmaschen machen wir, wenden die Arbeit und dann häkeln wir noch 5 Stäbchen dazu, dass wir insgesamt 6 Stäbchen haben. Und die letzten 3 Maschen werden wir dann zusammen häkeln. Ich meine 3 Stäbchen, 4 Faden auf die Häkelnadel und die häkeln wir zusammen.
Eine Seite ist jetzt fertig. Wir gehen auf die andere Seite. Hier beginnen wir auch mit 3 Luftmaschen an. Und dann häkeln wir 3 Stäbchen zusammen. 1 und 2 und das dritte Stäbchen ist unsere Luftmasche. Die häkeln wir jetzt alle 3 Faden zusammen und bis zum Schluss häkeln wir dann 6 Stäbchen. Reihe Nummer 5, wir machen 3 Luftmaschen und dann häkeln wir noch 4 Stäbchen dazu, dass wir insgesamt auf 5 Stäbchen kommen mit den Luftmaschen. Und dann 3 Stäbchen abmaschen. Vier Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Gehen auf die andere Seite. Hier beginnen wir auch mit 3 Luftmaschen. Und hier machen wir noch 2 Stäbchen dazu. Und das maschen wir jetzt alles ab. Und bis zu Ende häkeln wir dann noch 4 Stäbchen. So sieht es aus. Ihr könnt auch die Teile so miteinander hinlegen, um zu gucken, dass die auch zusammen von der Breite gleich sind. Reihe Nummer 9 beginnen mit 3 Luftmaschen und dann häkeln wir noch 2 Stäbchen dazu. So sieht es aus. Und dann die letzten 3 Stäbchen maschen wir ab. Vier Faden auf die Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Beginnen mit der anderen Seite an. Wieder 3 Luftmaschen. Häkeln dann ein Stäbchen, zweiten Stäbchen und maschen wir alles ab. Und dann am Ende häkeln wir 3 Stäbchen. Reihe Nummer 10 beginnt wieder mit 3 Luftmaschen. Dann häkeln wir noch 2 Stäbchen dazu und 2 Stäbchen am Ende werden wir abmaschen. So sieht es aus und auf diese Seite machen wir wieder 3 Luftmaschen und hier häkeln wir einfach 3 Stäbchen ohne Abnahme. So sieht es aus. Wenn wir jetzt beide Seiten miteinander so zusammenlegen, wir haben jetzt 10 Reihen gehäkelt für den Taschenhenkel, wo wir abgenommen haben. Jeweils von jeder Seite sind 3 Maschen geblieben. Und wir machen es folgendes. Wir häkeln weiter jetzt den Henkel, eine Luftmasche und weiter häkeln wir mit einfachen Maschen, also keine Stäbchen.
unter die erste Masche gehen, 1, 2 und 3 Maschen häkeln. Eine Luftmasche, die Arbeit wenden und beginnen wieder bei der ersten Öffnung an und häkeln 3 Maschen. Und so häkeln wir, dass wir insgesamt 21 Reihen haben mit festen Maschen. Wenn ihr diese Seite beendet habt, genauso fängt ihr auf diese Seite an und häkelt 21 Reihen mit 3 Maschen. Ich habe 21 feste Maschen von beiden Seiten gehäkelt und sieht so aus. Jetzt wollen wir diese beiden Teile, also die rechte und die linke Seite, miteinander verbinden. Hier habe ich ja schon den Faden, der hier nach oben geht, und hier geht der Faden nach unten, habe ich dran gelassen und hier habe ich schon abgeschnitten. Macht dann eine Luftmasche oder ich ziehe durch diese Lasche Faden durch. So sieht es aus. Dann nehme ich mein Wollnadel. So, jetzt ist es Faden drinne. Ich drehe einmal so um und dann zeige ich, wie ich das miteinander vernähe. Hier ist die Luftmasche entstanden. Von der Rückseite gehe ich durch diese Luftmasche, die wir bei Anfang der Reihe gemacht haben. Also durchziehen. Dann gehe ich in diese Masche durch und von oben gehe ich hier in diese Masche rein. Dann von der Rückseite nehme ich die Wollnadel in die nächste Masche und stecke die gleich in die nächste Masche von dem anderen Teil. Dann gehe ich in die nächste Masche und dann von oben stecke ich ja dann in die nächste Masche bei dem anderen Teil rein. So sieht es jetzt aus, geht nicht mehr auseinander. Und hier auf der Rückseite kann ich zum Beispiel noch hier Faden greifen, nochmal da durchgehen, nochmal gut befestigen und dann kann jetzt der Faden hier auf der Rückseite versteckt sein. So sieht es jetzt aus. So sieht eine Seite von der Tasche aus. Und wir beginnen jetzt die Innenseite, also die hier ist, umhäkeln. Wir häkeln die Seite dann mit ganz einfachen Maschen. Also hier machen wir eine Luftmasche und in jede Reihe, die wir jetzt gehäkelt haben, häkeln wir eine Masche. Also in jede Reihe eine Masche häkeln.
Wir häkeln bis dahin und dann zeige ich, wie es weitergeht. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo wir Stäbchen gehäkelt haben. Und hier müssen wir gucken, wie oft wir dann Maschen häkeln. Zum Beispiel hier kann ich eine, da wo wir Abnahme gemacht haben, kann auch eine Masche rein. Und so häkeln wir dann bis zu der Stelle, wo wir angefangen, also bis zum Maschenmarkierer häkeln wir dann. Also hier muss man auch gucken, wie oft man macht. Zum Beispiel auf dieser Seite kann man auch 2 Maschen häkeln, hier eine Masche. Hier wieder 2 Maschen und dann eine Masche. Also das ist ja gut zu sehen, wenn ihr selber häkelt, wo ihr 2 Maschen häkeln müsst und da wo eine. Da wo die Luftmaschen waren, häkelt ihr dann 2 Maschen und da drunter gehen macht ihr eine Masche und dann hier wieder 2 Maschen und eine. Und so macht ihr bis zu den Maschenmarkierer. Ich bin fast bei den Maschenmarkierer angekommen. Also hier war die erste Reihe, wo wir Abnahme gemacht haben. Und hier möchte ich auch noch mal eine Abnahme machen. Und zwar, ich gehe dann so, dass ich 2 Faden auf Häkelnadel habe. Ziehe mir den Faden. Der Maschenmarkierer kann jetzt einmal ab. Da wo der Maschenmarkierer war, setze ich nochmal Häkelnadel rein und die nächste Masche. Jetzt habe ich 4 Faden und die häkle ich zusammen. Und hier bleiben mir dann nur die Maschen, die übrig geblieben sind bis zu der nächsten Masche. So sieht es dann aus. Und diese Seite machen wir genauso wie da. Also eine Masche vor dem Maschenmarkierer Faden holen, dann da wo der Maschenmarkierer war, einmal Faden holen. Und hier ist die Stelle, wo wir die Luftmasche gemacht haben. Wir machen dann so, dass wir hier auch 2 Faden haben und 4 Faden auf der Häkelnadel und die häkeln wir dann zusammen. Und häkeln wir dann genauso wie die andere Seite bis zu der Stelle, wo wir angefangen haben anzuhäkeln. Ich bin jetzt bei den Anfang angekommen und mache dann mit nahtlosem Übergang dann die Stelle verbinden. Hier war meine letzte Masche, habe ich Faden abgeschnitten, hole mir den Faden und unter der erste querliegende Masche gehe ich mit der Häkelnadel rein, hole mir den Faden und ziehe auf die Rückseite und von der Rückseite unter diesen beiden Schlingen gehen, Faden nach hinten nehmen und so haben wir mit nahtlos diese Reihe beendet. Der Teil sieht jetzt mal so aus und wir beginnen dann jetzt nochmal diese Seiten umzuhäkeln. Ich beginne jetzt diese Seite mit einer anderen Farbe umzuhäkeln, mache dann dafür eine Luftmasche und wir starten da, wo wir mit festen Maschen angefangen haben. Machen hier einstechen
und häkeln dann eine Masche. Auf diese Seite haben wir immer Stäbchen gehäkelt. Also wir haben hier Stäbchen gehäkelt und unter jede diese Masche häkeln wir 2 Maschen. Also da, wo Luftmasche waren, 2 Maschen häkeln. Dann gehen wir in die nächste, 2 Maschen häkeln und so weiter. Das ist aber sehr einfach, aber wie ihr könnt, hier entstehen auch die Löcher und die wollen wir nicht haben. An einigen Stellen, da wo wir die Reihe abgeschlossen haben mit Stäbchen, häkeln wir dann 2 Maschen ein wenig anders. Wir stechen dann in die Stäbchen rein und noch einmal. Da entstehen nicht so große Löcher. Dann da, wo die Luftmaschen waren, können wir ruhig unter den Luftmaschen dann häkeln. Und da, wo wir die Reihe mit Stäbchen abgeschlossen haben, häkeln wir dann in die Stäbchen so die Maschen rein. Und das machen wir dann bis zu der Stelle, wo wir angefangen haben, diese 43 Maschen oder Stäbchen zu häkeln. Also die letzten 3 Reihen, da wo wir Zunahme gemacht haben, die lässt ihr erstmal aus, die häkeln wir dann, diese Stelle häkeln wir zusammen. So, ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo wir aufgehört haben, Zunahmen zu machen, und hier häkeln wir, da wo die Luftmaschen waren, auch 2 feste Maschen. Dann hier 2 feste Maschen und hier, da wo die Luftmaschen waren oder sind, machen dann 3 feste Maschen. So, und insgesamt habe ich jetzt hier 52 feste Maschen. Die Arbeit einmal so wenden und jetzt unter diese jede Schlinge oder diese 2, unter diese 2 Schlingen häkeln wir 36 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir häkeln 36 Maschen bis zu der Stelle, wo wir hier angefangen haben, die zweite Reihe rauszuhäkeln. Ich habe jetzt 35 feste Maschen gehäkelt und die 36. Masche wird da gehäkelt, da wo die erste Luftmasche war. So, dann haben wir 52 Maschen auf diese Seite bis zu der Ecke und dann 36 feste Maschen haben wir dann bis zu den Anfang. Und die Seite häkeln wir genauso wie die. Und hier häkeln wir 3 feste Maschen. Hier steht auch eine
doofe Öffnung, also dann häkeln wir was anders. 1, 2 und die dritte Masche. Dann ist die Öffnung hier oder dieser Loch, was hier entsteht, nicht so groß ist. Und dann häkeln wir 2 feste Maschen unter jede diese Luftmaschen, und da wo die Abschlussstäbchen war, häkeln wir dann in die Masche oder in den Stäbchen 2 feste Maschen. Und auf diese Seite häkeln wir auch 52 Maschen bis zu der Stelle, wo wir angefangen haben, hier Henkel rauszuhäkeln aus 3 Maschen. Ich habe auf dieser Seite jetzt auch 52 Maschen gehäkelt und ich markiere die letzte Masche mit dem Maschenmarkierer, und das macht ihr bitte auch bei der ersten Masche auch. Dann wissen wir genau, wo wir angefangen haben. Und hier häkeln wir dann, da wo die Maschen gehäkelt haben für den Henkel, einfach nur in jede diese Reihe eine Masche zu häkeln. Bis zu der Stelle häkeln wir da, wo wir angefangen haben, und da verbinden wir wieder mal die Reihe mit nahtlosen Übergang. Ich bin ja fast am Ende hier angekommen, da wo wir angefangen haben. Mache noch die letzte Masche und dann verbinden wir diese Reihe mit nahtlosen Übergang. Faden abschneiden, da wo der Maschenmarkierer ist, gehen wir mit der Häkelnadel rein, holen uns den Faden und ziehen auf die andere Seite. Und jetzt müssen wir von der Rückseite den Faden auch wieder da rein tun, zu der Stelle, wo der rauskommt. So, jetzt haben wir mit nahtlosem Übergang diese Reihe verbunden. Eine Seite von der Tasche ist jetzt fertig. Ich empfehle immer, wenn ein Teil fertig ist, zu bügeln. Und ihr macht bitte gleiche Teil noch einmal. Wir brauchen 2 Teile von dieser Tasche. Also ihr häkelt bitte noch so ein Teil dazu. Wir häkeln jetzt Taschenseite, und zwar beginnen mit den Luftmaschen und machen 26 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass wir 26 Luftmaschen haben. 26 Luftmaschen sind fertig. Wir wenden dann die Luftmaschenkette und beginnen bei der zweiten Schlinge feste Maschen rauszuhäkeln. Bis Ende der Reihe unter jede dieser Schlinge häkeln wir eine feste Masche, und das sind insgesamt 25 feste Maschen. So, die 25 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Macht die Luftmasche, wendet die Arbeit und beginne die 25 Maschen zurückzuhäkeln. Also die zweite Reihe bis zu Ende häkeln, dann macht sie wieder eine Luftmasche, häkelt wieder 25 Maschen in der dritten Reihe, und insgesamt häkeln wir 140 Reihen mit 25 Maschen. Mein Seitenteil ist jetzt fertig mit 140 Reihen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe 52 Reihen gehäkelt,
Maschenmarkierer aufgesetzt, dann 36 Reihen gehäkelt, dann Maschenmarkierer aufgesetzt und dann wieder 52 Reihen. Also wir häkeln jetzt weiter, Taschenhenkel, machen jetzt die Luftmasche und häkeln dann nur 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche, die Arbeit wieder wenden und hier häkeln wir wieder 3 feste Maschen. 2 Reihen haben wir jetzt gemacht und insgesamt brauchen wir wieder 21 Reihen. Also mit feste Maschen 21 Reihen häkeln. 21 Reihen sind jetzt fertig. Faden abschneiden. Hier am Ende machen wir eine Luftmasche und ziehen zusammen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir angefangen haben. Wir haben angefangen, hier die Reihe, diese Seite zu häkeln. Dann müssen wir auch diese Seite damit anfangen. Machen jetzt eine Luftmasche. Zählen 1, 2, 3 Maschen raus. Ziehen die Luftmasche dadurch, machen eine Luftmasche und dann häkeln dann noch 2 Maschen dazu. Eine Luftmasche, Arbeit wenden, 1, 2 und da wo die Luftmasche war, häkeln wir dann die dritte Masche raus. Eine Luftmasche, Arbeit wenden, 1, 2, 3 Maschen und häkeln wir weiter, bis wir wieder 21 Reihen gemacht haben. Dann schließen wir genauso ab, wie wir hier gemacht haben und beginnen von der anderen Seite auch hier und da Henkel rauszuhäkeln. Und beginnt bitte da rauszuhäkeln, wo wir diese 2 Reihen haben. Wenn wir zum Beispiel die Seiten an der Tasche annähen, dann haben wir hier 2 Maschen, also sehr guter Abschluss. Und hier haben wir dann 2 auch Reihen, ein guter Abschluss. Also ihr macht diese Seite zu Ende und noch 2 von dieser Seite. Wenn ihr alle 4 Seiten fertig habt, nächster Schritt, man muss die auch miteinander zusammen verbinden. Genauso wie wir auch auf diese Seite gemacht haben. Also hier zusammen verbinden und die anderen 2 zusammen verbinden. Das ist jetzt auch erledigt. So sieht es aus. Und wir beginnen jetzt diesen Teil von beiden Seiten umzuhäkeln. Nehmen wieder unsere andere Farbe, machen eine Luftmasche. Und da wir jetzt auch dieses Teil mit festen Maschen gehäkelt haben, in jeder Reihe häkeln wir dann eine feste Masche. Also da kommt eine Luftmasche und in jede Reihe kommt eine feste Masche. Und wenn eine Seite, wie ich schon davor gesagt habe, umgehäkelt ist, macht ihr
mit nahtlosen Übergang die Reihe abschließen und dann beginnt auch mit dieser Seite. Beide Seiten sind jetzt umgehäkelt und wir verbinden jetzt alle 3 Teile miteinander, legen dann so, da wo wir hier rausgehäkelt haben, die Taschenhenkel, suchen wir dann die erste Masche. Und hier bei den Teil haben wir auch schon mit den Maschenmarkierer markiert, da wo auch die Taschenhenkel rausgehäkelt sind. Und diese 2 Maschen verbinden wir miteinander. So, von der anderen Seite machen wir es genauso. So soll ungefähr es aussehen. Und wir beginnen jetzt, das zu verbinden. Nehmen wieder unseren Faden, machen eine Luftmasche und beginnen dann umzuhäkeln mit festen Maschen. Also unter die beiden Schlingen gehen von einer Seite und von der anderen Seite auch. Machen dann die erste Luftmasche und fangen dann diese beiden Teile miteinander zu verbinden mit ganz normalen festen Maschen. In jede Masche häkeln wir eine feste Masche. So, ich zeige auch ein bisschen näher. Unter jede die 2 Schlingen, hier 2 Schlingen und feste Masche häkeln. So soll es aussehen und dann häkelt ihr einmal herum bis zu der Stelle, wo wir angefangen haben, und zweite Seite wird es genauso an den Taschenseite angenäht. Und wir treffen uns wieder, wenn alles fertig ist. Ich habe jetzt die beiden Seiten mit Taschenseite angenäht. Sieht so aus, die Tasche ist relativ groß geworden. Habe ich gar nicht gedacht, dass sie so groß wird. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe einen Henkel schon auch fertig zusammengenäht, weil hier auf dieser Seite ist noch alles auf. Das ist unser letzter Schritt. Und wenn wir das noch an beiden Henkeln erledigt haben, dann ist die Tasche komplett fertig. So. Ich versuche euch noch mal was zu zeigen, wie ich es gemacht habe. Hier ist mir viel zu breit. Deswegen habe ich auf diese Seite Maschen gezählt. Auf meiner Seite waren 19 Maschen. Ich habe von den Henkel aus 6 Maschen gezählt und mit den Maschenmarkierer markiert. Auf der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Dann habe ich, das ist so zusammengelegt, dass der Maschenmarkierer genau da ist, wo diese Seite von dem Henkel ist. Dass das so aussieht. Und dann mit einfachen Stichen, also Wollnadel, ich habe das von dieser Seite so angestochen. Hier habe ich einen Knoten gemacht, den kann man auch hier gleich verstecken. Und dann
Stich für Stich habe ich dann die beiden Seiten miteinander vernäht. So, ich mache jetzt den Maschenmarkierer ab, der stört mich. So, das kommt dann nach innen. Mache noch so ein paar Stiche an der Seite. Und dann fange ich von einer Seite Faden zu nehmen und den von der anderen Seite und vernähe dann so den Henkel zusammen. Die ganzen Endstücken, die hier geblieben sind, habe ich nicht abgeschnitten. Ich habe die einfach nur so da reingelegt. Und später sieht man sie auch nicht, weil die dann auch angenäht oder drinnen bleiben und sieht man nicht. Ne? So, dann macht ihr Schritt für Schritt bis zu diesen Marker und am Ende zeige ich auch noch, wie ich dann hier zusammengenäht habe. Ich bin jetzt auch bei den nächsten Marker angekommen, lege den genauso wie den anderen und vernähe dann dieses Teil mit den Henkel zusammen. So, und dann mache ich hier noch den Faden befestigen. Zum Schluss werde ich noch die Tasche am Ende noch bügeln, dass die wirklich auch ihren Form annimmt und dann ist die Tasche komplett fertig. Also dann macht ihr das hier auch zu Ende und dann ist die Tasche fertig. Jetzt ist die Tasche fertig. Ich habe die auch gebügelt. Sie ist sehr stabil und sieht dann so aus von innen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr auch so eine Tasche nachhäkeln wollt. Dann wünsche ich euch auf dieser Stelle viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.